Hallo ihr Lieben, heute habe ich versucht, was nachzubacken. Was momentan ja auch viral auf YouTube geht, ist hier dieses Cookie und Croissant. Und bei mir schaut es ein bisschen anders aus, aber es schmeckt unglaublich gut. Und so schaut das Ganze auch aus und ist auch ganz schnell zubereitet. So, im ersten Schritt zeige ich euch mal die Zutaten. Wir benötigen Mehl, Backpulver, ein Ei, braunen Zucker, Butter, Nüsse und Schokolade und den TK-Blätterteig. Und im ersten Schritt werden natürlich die Butter und der braune Zucker kommen in eine Schüssel. Das Ganze kann man auch mit einem Handmixer, also diese Knetmaschine, könnte man das auch drin zubereiten. Aber so mit der Hand geht es auch ganz schnell. Die Butter muss Zimmertemperatur haben, das ist auch ganz wichtig. Also hier wird dann auch der braune Zucker und die Butter erstmal schön vermischt, bis eine glatte Masse entsteht. Dann kommt das Ei hinzu. Und das kann man jetzt ganz einfach mit dem Schneemesen schön verrühren, bis sich das Ei mit der Masse gut vermischt hat. Dann kommt das Mehl hinzu, Backpulver und Salz. Und die Masse wird dann gut umgerührt. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Und falls du Lust bekommst, es nachzubacken, findest du alles detailliert unten in der Beschreibung. Und wenn die Masse dann so ausschaut, also so, dass sich die Zutaten gut vermischt haben, dann kann man die Nüsse klein schneiden. Also hier ist es optional, hier ist es egal, welche Nüsse ihr benutzt. Also ich hatte jetzt Mandeln zu Hause, deswegen Mandeln und einen kleinen Teil an Walnüssen hatte ich auch noch da. Und die Schokolade wird übrigens grob geschnitten und kommt auch in die Masse. Umso größer die Schokolade ist, umso schmackhafter werden die Cookies. Das ist auch ein kleiner Tipp. Und wenn dann die Masse so ausschaut, also ihr habt die Zutaten gut vermischt, ist das Ganze auch schon fertig. Also es nimmt auch überhaupt nicht viel Zeit in Anspruch. Es ist wirklich innerhalb von ein paar Minuten ist die Masse fertig. Dann wird das Ganze abgewogen. Also ungefähr 130 bis 140 Gramm. Also die Cookies sind auch richtig schön groß. 4 Stück kommen da raus. So, wenn das Ganze dann portioniert ist,
legst du das kurz zur Seite, ein Backblech mit Backpapier auslegen und hier kommt jetzt der TK-Blätterteig zum Einsatz. Er muss natürlich aufgetaut sein. Dafür brauchst du ungefähr 2,5 Stück. Die werden dann aufs Backblech platziert und in der Mitte halbiert einmal. Und der Blätterteig Teig wird nochmal gut befeuchtet. Also dann werden sie nochmal einen Ticken knuspriger. Also da nicht sparen, richtig ordentlich nass machen. Das Ganze kann man auch mit einem Backpinsel machen. Dann wird der Backofen vorgeheizt auf 190 Grad Umluft. Dann kommt das Backblech in den Backofen, wenn der Backofen dann vorgeheizt ist. Und das Ganze wird dann 10 Minuten ungefähr gebacken, bis das Ganze so ausschaut. Also nicht komplett backen, sondern jetzt kommen die Cookies. Die legt ihr dann einfach oben drauf. Und jetzt wird das Ganze ungefähr 13 bis 14 Minuten nochmal gebacken. Und so schaut das Ganze aus. Also es duftet unglaublich gut und es sieht auch noch richtig, richtig gut aus. Also ich habe sie zum ersten Mal gebacken und bin wirklich unglaublich begeistert davon. Wenn die Zeit dann, wenn die Cookies fertig gebacken sind, kommt das Ganze auf ein Gitterrost zum Abkühlen. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne ein Abo. Und das Ganze habe ich zum ersten Mal gebacken und habe es dann am Ende mit meinen 2 Söhnen probiert. Und wir waren wirklich maßlos begeistert. Also es lohnt sich definitiv, diese Cookies nachzubacken. Ich habe es dann noch am Ende gerne so gemacht, weil ich fand das ein bisschen zu dick. Habe sie nochmal leicht ausgedrückt, also obendrauf, damit es ein bisschen platter ist. Aber man könnte sie auch theoretisch gesehen so lassen. Und sie sehen nicht nur optisch gut aus, sie schmecken auch richtig gut. So nochmal von nah. So sieht das Ganze aus. Und jetzt kommt die Geschmacksprobe. Wollen wir das Ganze probieren? Ja. Ja? Das Ganze wird probiert. Halt fest. Hier sind alt. Warte. So, probiert. Ist lecker? So, ich probiere auch einmal. Also so richtig lecker. Ja, richtig lecker. Also so schaut das Ganze von innen aus. Es ist wirklich eine Empfehlung, es nachzubacken. Sie sind wirklich unglaublich gut geworden und dafür brauchst du dich mal ein Croissant. Du brauchst einfach nur den Boden und unten knusprig und oben richtig weich. Bis zum nächsten Mal.